Dies ist eins der gefragtesten Fahrzeuge ja auf der ganzen Welt, denn sie werden nicht mehr gefertigt. So ist es. Das ist ein Mercedes-Benz Fahrgestell und da drauf ist ein Aufbau von B-Mobil und der hat es wirklich in sich. Der kann nämlich auf Schotterpisten fahren und überall und er ist allradgetrieben und hat noch sonstige Vorzüge. Ja, wir sind tatsächlich in Kalkar. Heute drehen wir am 14. August 2020. Und hier ist der Besitzer. Das Fahrzeug ist 7 Jahre alt. Du hast es zusammen mit deiner Frau erworben. Stell dich mal kurz vor, wie ist der Name? Mein Name ist Reinhard. Wir haben das Auto vor 7 Jahren exakt erworben. Und die genaue Bezeichnung ist EX328 von B-Mobil. 328 ist die Länge des Aufbaus, Fußlänge des Aufbaus. Und das Fahrzeug ist ein 300 CDI Mercedes-Benz G-Modell. Das ist sehr gefragt. Man kann es nicht mehr neu kaufen, oder? Nein, weil er ist als Euro 5er in der Konstellation leider so zum Schluss vom Band gelaufen. Genau, wenn du mal gerade mal so lieb bist, mir mal folgst, dann zeigen wir mal so ein paar kleine Details, wie zum Beispiel vorne hier am Motor. Da sind ordentliche Lüfter drin. Das heißt, der kann wirklich da in der Wüste fahren mit viel Temperatur. Ja, ist er bereits gelaufen, ja, und hat auch alles ohne Murren und Knurren tatsächlich vollzogen. Ja, da vorne ist eine Funkantenne drauf. CB-Funk ist, glaube ich, bei jedem drin, oder? Nicht unbedingt, aber es ist natürlich, wenn man zu zweit fährt, ist es natürlich besser, als sich dann mit Handy oder mit Lichthupe zu verständigen. Das hat einen riesen Vorteil, wenn man CB-Funk auch heute noch an Bord hat. Ja. Es ist nicht mehr so zeitgemäß, aber es ist trotzdem eine schöne Sache. Ja, hier sieht man, da ist dein Kollege, der kommt aus demselben Ort. Also welchem Ort kommst du? Aus Leichlingen. Genau. Wo liegt das ungefähr? Im Rheinland, zwischen Köln und Düsseldorf. Im Bergischen Land, genauer gesagt. Genau, das heißt, er hat jetzt so 2 Stunden Anfahrt hier? Wir hatten eine gute Stunde Anfahrt hier. Eine Stunde Anfahrt, praktisch ein Heimspiel für euch hier. Im Prinzip, ja. Ja, hier gibt es ein großes Treffen. Es gibt eine eigene Fangemeinde, die, ich sag mal, sich zum Thema Offroad verschrieben hat. Da gibt es so, ich sag mal, Gruppen. Ihr seid in der G-Klasse-Gruppe, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, aber wir sind nicht irgendwie clubmäßig gebunden, organisiert. Nö. Nein, aber wenn man sich sieht, da hat man schon gleich ein Thema, oder? Ja, natürlich. Aber es kommt selten genug vor, weil dieses Auto gibt es von B-Mobil vielleicht gute 20 Stück. Mehr gibt es nicht. So, ich zeige mal gerade was, ein kleines Detail. Da oben ist was drauf geschrieben. Habt ihr das auch dort bekommen, wo ihr wart? Nee, das haben wir vorher appliziert, bevor wir nach Nordafrika gefahren sind. Und das ist arabisch und heißt einfach Freundschaft mit allen Völkern. Das ist ein kleiner Türöffner an den Grenzen. Das macht schon Sinn. Hast du es vorher gecheckt, ob das auch stimmt? Nicht, nein, aber ich hab's an der Reaktion der Zöllner gesehen. Die waren hocherfreut, dass der Schriftzug da drauf war. Das ist wahrscheinlich arabisch, oder? Ja, ist arabisch. So. Ja, der hat ordentliche Reifen drauf. Die kamen so bei dem Fahrgestell? Nein, die haben wir nachgerüstet. Die waren so nicht drauf. Das Auto ist ganz normal mit M&S Traktionsreifen bereift, wenn es vom Werk kommt. Aber diese Reifen und Felgen haben wir nachgerüstet. Ja, die Farbe heißt... AT-Reifen übrigens, also All-Terrain-Reifen. All-Terrain. Mischung so ungefähr 30% Gelände, 70% Asphalt. So, die Dämpfer, die sind auch... Die Dämpfer sind auch nachgerüstet. Die vermeiden im Prinzip, also Schlechtwerkstrecken werden damit egalisiert, Fahrzeugschwankungen werden vermieden, Aufschaukeln wird vermieden und dergleichen. Ja, was ziemlich toll ist, ihr habt das Fahrzeug wirklich seit 7 Jahren jetzt im Test. Du hast mir erzählt, ihr seid die schlimmsten Strecken gefahren. Da ist nicht eine Schraube los gewesen, auch bei B-Mobil, beim Aufbau nicht, oder? Nein, da kann man einfach nur sagen, also bei einem herkömmlichen Aufbau, der ja, B-Mobil ist ja nun kein unbedingter Individualausbau, sondern ist ja eigentlich ein Auto, das man prospektmäßig bestellen kann. Aber der ist handwerklich so gut verarbeitet, dass der sämtliche schlimmsten Pisten ohne Murren und Knurren absolviert hat, so wie das Basisfahrzeug auch. Und da ist wirklich nicht mal irgendwo eine Schraube hat sich gelöst. So, du bist noch nicht bezahlt worden vom B-Mobil für die Aussage? Auf keinen Fall. Okay, ich wollte nur mal fragen, weil das ist wirklich sehr, sehr toll. Ja, toll ist auch hier die Beplankung an der Seite. Das heißt, also die kommt so serienmäßig? Also die kommt so serienmäßig. Da ist eigentlich alles serienmäßig. Sehr schön. Der Spiegel ist da ausreichend? Ja. Der ist aber nur bei dieser Variante. Normalerweise hat die Pkw-Variante des G-Modells einen ganz anderen Außenspiegel. Das ist im Prinzip ein Lkw-Außenspiegel hier. Okay, damit er auch hinten durchgucken kann, denn der Aufbau ist ein bisschen breiter wie das Fahrgestell. Breiter, ja. So, der ist aber trotzdem, du hast mir erzählt, ich sag mal, die normalen Camper, der ist ja zufällig auch hauptsächlich weiß, aber es ist ein Allroad-Camper. Die normalen Camper brauchen ja Platz und bei euch ist wichtig, so kurz wie irgendwie möglich, so kompakt. Möglich auch. Fähre.
So schmal wie Fähre natürlich, Stichwort Fähre. Unter 6 Meter ist immer gut, der ist 2 Zentimeter weniger als 6 Meter. Also, Die schauen nach auf der Fähre? Die schauen unter Umständen nach, aber bei 6 Meter hat man meistens den Tarif, der also das Ganze noch sehr, sehr preisgünstig dann gestaltet. Ne? So, ich zeige mal ganz kurz hier so kleine Details. Was ist da drunter? Das ist der Wassereinfüllstutzen drunter. Genau, wenn er so lieb ist. Ja, mach mal auf, ich will mal drunter gucken. Ist es Marinetech, das heißt außer Bootstechnik? Ja, normalerweise, ja, richtig. Normalerweise ist das in Kunststoff gearbeitet. Aber Kunststoff flattert im Wind, geht kaputt, bricht ab. Nachgerüstet in Edelstahl. So, der Aufbau in Mercedes-Benz, was war die Entscheidung? Was war deine? Die Entscheidung war einfach ein robustes Auto und ein Auto zu haben, das vor allen Dingen die Gewichtsvariante mitmacht. Das heißt Führerschein 3, alter Führerschein 3 fähig ist. Wir haben hier einen 4,3 Tonner. Achso, der C1E, wie der heute heißt. Richtig, genau, so heißt er heute. Und der ist also fahrbar und in der Lastverteilung jetzt Aufbau zum Fahrzeug hin ist das optimal gelöst. Das Fahrzeug lässt sich so handeln und fahren wie ein ganz normaler Pkw und ist noch kompakt genug, um auch durch kleine Dorfstraßen durchzukommen. Gut, die Höhe muss man immer berücksichtigen. Das Auto ist circa 3,15 bis 3,20 hoch. Das macht das Auto natürlich nicht vollkommen geländefähig, weil wenn ich sehr starke Seitenneigungen habe, wird es dann teilweise kritisch. Ja. So, da oben drauf ist eine Oyster-Satzschüssel, bisschen Reminiszenz, aber eigentlich nur um dich unterwegs mit der Nachrichtenlage zu versorgen. Der Vorteil ist, du brauchst dann kein Internet, du kannst überall rausfahren. Ja, so ihr wart damit schon in Afrika natürlich. Hast ja, eben in Marokko sind wir gewesen, also 2019 im Frühjahr, längere Zeit. Und Fernsehen ging da? Fernsehen ging da auch einwandfrei. Okay, ich frage nur wegen Oyster, weil wenn es da mal rappelt und schüttelt und so weiter, die Satzschüssel hat es mitgemacht. Ist also pistenfähig, ja. Die ist pistenfähig. Hat mich auch gewundert, aber die hat sich eigentlich bewährt. Oh, sehr schön. Was ist da dahinter in der Klappe? Da ist Moment, da müsste ich einen Schlüssel holen. Dahinter ist die Außendusche. Da ist die Bedienung für die Wassertanks und Ablassen von Wasser und Ablassen von Frischwasser und vom Boiler. Wow, Technik. Truma ist drin? Truma, ja. Und das auch bewährt. Das heißt? Truma Dieselheizung. Eine Dieselheizung? Ja. Dieselheizung. Wir sind im Frühjahr in Skandinavien gewesen, sind zum Nordkap gefahren im Februar und die Heizung ist 4 Wochen an einem Streifen ohne Murren und Knurren gelaufen. Bestens, also von der Technik her. Kein Wasser eingefroren, weil alle Tanks sind hier wärmemäßig so eingebaut, dass nichts einfrieren kann. Richtig winterfest. Also absolut winterfest. Das ist so. Dann, du hast mir auch erzählt, dass der ganze Aufbau, der ist nichts, was irgendwie verrotten kann. Nein. Ne? Es ist kein Holz verarbeitet, also kein Gerippe aus Holz, kein Trägermaterial aus Holz, sondern das ist ein Alugerüst mit PU-Schaum. Van Glas, Echtglasfenster? Ja, Echtglasfenster nachgerüstet. Die Firma Venglas, hier kann wieder zu, ja? Ja, kannst du machen. Die Firma Venglas bietet eine preiswerte Umrüstmöglichkeit für Echtglasfenster. Ja. Die Seitscheibe wird rausgeschmissen und die dafür reingehängt. Okay. Ist pro Fenster in 5 bis 10 Minuten erledigt. Kostet? Was kostet? Kostet rundherum bei dem Auto, wenn ich mich jetzt, also das ist jetzt schon 2-3 Jahre her, circa knapp 3.000 Euro. Okay. Und im Vergleich dann zu anderen Herstellern eine preiswerte Geschichte. Vorteil ist Bäume, wenn man mal vorbeifährt, die machen den Kratzer rein. Wer einmal durch Griechenland gefahren ist und durch Olivenbüsche oder Überhänge gefahren ist, der weiß, wie die Kunststofffenster hinterher aussehen. So, jetzt ist ja natürlich hier der Winkel, wie man fahren kann, ein ganz großes Thema. So, das heißt, da darf nichts, irgendwie die Anhängerkupplung würde schon stören, ne? Die würde stören, aber wie gesagt, Überhänge kann man bei dem Auto nicht vermeiden, sonst geht der Raum innen verloren. Also es muss ein gewisser Überhang da sein, dass dieses Fahrzeug nicht so geländegängig ist wie jetzt ein Solo-Fahrzeug. Das ist von Natur aus klar. Ihr wart schon mal in der Situation, dass ihr hängen geblieben seid? Wir haben uns auch schon festgefahren, ja. Wo war das? Das war in Marokko, in einem Salzsee. Da war es mittendrin so matschig und modrig. Ja. Das habe ich auch nicht gesehen, ne? Nein, man konnte es nicht sehen und in flirrender Hitze. Und da haben wir uns festgefahren, aber die Bergung ging dann doch relativ schnell. Weil wir da war jemand dabei? Achso, ihr wart zu zweit. Und er hat eine Seilwinde dabei, der Arne? Wir haben es mit einem langen Bergeseil geschafft. Ja. Das Schöne ist, was ist denn da drin in dem grünen Kanister? Ja, normalerweise 20 Liter Diesel.
Okay, das ist so die Notreserve. Notreserve, ja. Und jetzt? Und jetzt ist nichts drin. Okay. Wir sind in Deutschland. Da gibt es genug Tankstellen. Da gibt's geil. Ja, hinten drauf, da steht auch was. Was steht da drauf? Das ist Deutschland auf Arabisch. Echt? Ja, das ist im Prinzip das D-Schild oder in Langschrift Deutschland auf Arabisch. Ja. So, ihr seid wirklich Understatement-Camper, muss man sagen. Das Bimobil an der Seite ist ab. Ja. Hinten habt ihr es wieder drauf gemacht, weil jeder gefragt hat, was ist das? Kam. Was ist das für ein Auto? Ja. Da haben wir es wieder klein appliziert. Ja. Ihr seid ja, ich sag mal, in vielen Ländern auch auf Campingplätzen, weil es gar nicht anders geht, ist nicht zulässig. Ich habe jetzt gehört, zwar jetzt in Kroatien, darf man glaube ich gar nicht wild campen und so weiter. Es nimmt immer mehr zu, oder? Selbst in Holland ist es offiziell nicht erlaubt und es kostet richtig viel Geld, wenn man es trotzdem tut. Ansonsten ist Europa noch recht entspannt, besonders Nordeuropa. Selbst die britischen Inseln sind eigentlich da sehr tolerant. Ich frage nur deswegen, wenn ihr dann hier auf dem Platz steht, ist schon ein Hingucker. Leute fragen natürlich das G-Modell plus den Aufbau, das sieht man nicht so oft. Nee, es ist relativ selten. So, hier ist der Island-Aufkleber und das ist was ganz Wichtiges. Ja, das sind die Bleche, da kann man drauf fahren, wenn man sich mal festgefahren hat. Ja, richtig. Wir haben sie toi 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 bisher noch... Seit 7 Jahren, nie gebraucht? Nicht gebraucht. Nein, noch nicht gebraucht. Echt? Noch nicht gebraucht. Das Auto hat 3 Differentialsperren und eine Untersetzung. Da sollte man eigentlich mit zurechtkommen. Super, ja. Da vorne, ich zeige mal gerade so ein paar kleine Details. Hier unten drunter ist Riffelblech. Ist das Alu oder ist das Edelstahl? Das ist Alu-Riffelblech, ja. Okay, cool. Ja, was spannend ist, die sind quasi baugleich. Das heißt, das ist die gleiche Kabine, gleiche Länge? Das ist das gleiche Fahrzeug, gleiche Länge, gleiche Motorisierung, nur anderer Lack. Da sieht man, der Lack alleine, der macht schon eine ganz andere Anmutung. Das heißt, bei euch eher so freundlich, die Wüsten und so weiter. Und hier, da hat der Kollege mit dem Grau, das ist schon ein bisschen futuristischer. Ja, und der Kollege ist da auch puristischer. Der mag also auf keinen Fall Aufkleber auf seinem Auto, außer die originalen Beschriftungen. Und deswegen hat er auch keine Aufkleber rundherum. Er mag es einfach nicht. Er will. Krass. Ja, und da vorne, da steht Bimobil auch drauf. Ja, er hat es vorne drauf gemacht. Und im Grunde genommen das gleiche Auto. Er hat noch so einen Frontschutz drauf. Ja, das ist eigentlich ein Frontschutz, der heute in Deutschland ja nicht mehr gern gesehen wird. Ja. Aber er hat hier vorne die Option, eine Winde einzubauen. Die soll jetzt auch noch kommen. Ja. Und, ohne geht es gar nicht. Nee, dann muss er diese Stoßstange haben und da gehört das Teil dann auch, das abklappbar gehört also damit zu. Ja. Ist so, denn das ist natürlich Fußgängerschutz, das ist ein großes Thema, aber wenn es nicht anders geht, man muss auch sagen, ihr seid ja nicht schnell unterwegs, das heißt mit so einem Fahrzeug, da ist ja der Weg das Ziel, kann man das sagen? Das ist richtig und Limit ist also, die Fahrzeuge dürfen wie jedes Wohnmobil über 3,5 Tonnen, maximal 100 fahren. Und dafür sind sie freigegeben. Sie können auch nicht viel schneller. Bei 120 regelt der Motor automatisch die Geschwindigkeit ab. Das ist elektronisch geregelt. Ja, großes Thema Bremsen. Ihr seid zufrieden mit den Bremsen? Die Bremsen sind Mercedes-Benz-mäßig sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich frage nur, ob man da jetzt einen Retarder braucht oder eine Wirbelstrombremse. Brauchen wir nicht. Braucht man nicht. Nein, ist nicht nötig. Der bremst wirklich top. Ja, also ich habe heute viel gelernt. Das bedeutet also, bei so einem Fahrzeug zählt nicht die Länge und die Breite, sondern wie viele kompakte Informationen oder wie viel Raum kann ich auf einer kleinen Fläche unterbringen, damit ich A, überall durchkomme, korrekt, und B, richtig. Dass die Kosten nicht explodieren. Die Kosten nicht explodieren. Man muss ja sehen, dass man auf fairen Kosten günstig von A nach B kommt. Und von der Warte her ist es immer am günstigsten, wenn man unter den 6 Metern bleibt und trotzdem innen noch ein Raumgefühl hat, dass man auch in dem Auto leben und wohnen kann. Denn das Wetter ist ja nicht immer so wie heute. Okay, super. Ja, da vorne, da ist er jetzt. Euer Schätzchen, hat der einen Namen? Ja, der heißt Erwin. Erwin? Aber da möchte ich jetzt gar nicht näher. Nein, wir werden nicht. Er heißt Erwin. Ende. So, wir haben das damit beendet. Er fährt mit Diesel. Er fährt mit Diesel. Aber nicht mit Biodiesel. Nein. Da vorne steht es nämlich extra drauf, da ist es. Und ihr habt Diesel auch in verschiedenen Sprachen. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre ein Witz, weil da ist Naphtha und das wäre irgendwie so ein Späßchen. Das ist kein Witz. Das braucht man. Das ist einfach kein Witz, dass nicht irgendwo, wo noch Tankwarte unterwegs sind, da was Falsches einfüllen. Das kann passieren, ne? Weil Diesel heißt ja nicht weltweit Diesel. Ist das nicht so? Das heißt also Naphtha, Gasoil, dann Chinesisch drauf und so weiter. Im Prinzip gibt es solche Aufkleber zu kaufen, ne? Ja, die gibt es zu kaufen. Die ist auf jeder Offroad-Messe sind die sehr beliebt. Ja, die Echtglasfenster haben es mir angetan. Das heißt, die kann man tauschen? Die kann man tauschen. Sogar sehr problemlos gibt es in jeder Größe die Seits, also
normal herstellt. Ja, ich habe auch Sitzfenster drin. Ich muss mal überlegen, meine sind ziemlich verkratzt. Die sind auch doppelt, gell? Jeder. Doppelt, ja. Aber innen ist dann aus Gewichtsgründen der berühmte Kunststoff, macht aber nichts. Weil innen werden sie nicht verkratzt. Nö. Und die haben einen riesen Vorteil, diese Fenster. Einmal kratzfest und zum Zweiten, der Ausblick von innen nach außen ist verzerrungsfrei. Weil man nicht die zwei Doppelscheiben übereinander hat. Du kannst fotografieren. Ja. Das ist natürlich vorteilhaft. Was ist da drin? Ein Staufach. Ist da was Schlimmes drin? Oder? Nö, da ist nichts Schlimmes drin. Nee. Ja, Das ist nur vollgepfropft. du weißt ja, die Leute wollen gerne mal sehen, es war offen. Wahrscheinlich. Es war offen. Ja. Nicht so schlimm. So, da sind dann gewisse Werkzeuge drin. Und die Munition ist drin. Die Munition, ja. Ich zeige mal gerade, das sind so im Prinzip so Kisten, die kriegt man im Second-Hand-Laden. Ja, das richtig. ist ganz praktisch. Da sind die Länder drauf, wo ihr schon wart? Ja, da sind die Länder drauf. Echt? Da wart ihr überall schon? Ja, ja. Was ist ein BIH? Das ist Bosnien-Herzegowina. Und MNE? Montenegro? Ja. So, LV, Estland, Finnland, N Norwegen? Ja. NL, was ist das? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist hier ein Steinwurf entfernt von. Ah, okay. Slowenien, HR ist Ungarn oder was? Ja, Hrvatska. MA? MA, was ist denn jetzt MA? Jetzt habe ich dich. Oh, jetzt hast du mich. Ist nicht schlimm. TR ist Trier, das weiß ich. Nee. Die Türkei natürlich. Finn ist Finnland, Estland. Ja, meine Tochter wohnt ja in Litauen. Ja. In Lettland wohnt sie. Was ist in Lettland? LT. LT ist Lettland. Okay. Ja, da ist eine Axt drin. Warum brauchst du eine Axt? Ja, eigentlich um hin und wieder mal ein Campfire zu machen oder sowas. Axt muss man einfach haben. Muss man an Bord haben. Ist okay, super. Ja, dann mach nochmal zu, denn mich interessiert ja unglaublich. Wozu brauchen wir denn eine... Ja? MA ist natürlich Marokko. Marokko, ja. Okay. Du weißt, wenn hier irgendwas nicht stimmt, es gibt eine große Fangemeinde. Ja, das wäre peinlich. Ja, aber das wollen wir dir mal nachsagen. Denn ich sag mal, du hast sie selber ausgedruckt, die kleinen? Nein, die kannst du kaufen. Es gibt alles zu kaufen. Es gibt alles zu kaufen. Dank Internet findet man auch alles. So, da unten ist eine Klappe. Was ist da drin? Da ist eine Klappe für grobes Zeug. Grobes Zeug? Ja. Schlauch zum Wasser, ein paar Kanister. Wenn Wasser weit weg ist, um Notbewässerung zu holen. Hier ist ein 15 Meter Rollschlauch drin. Ja, der ist praktisch, nämlich der Gardena Rollfix C15. Falls Leute fragen immer, was ist denn das für einer? Das ist noch original Dreck aus Marokko. Ist der gut, der Gardena? Ja, der ist gut. Den haben wir jetzt schon. Sag mal gerade. Den haben wir schon aus VW-Bus-Zeiten und das war 1981. So lange haben wir den schon. Und der funktioniert, du rollst ihn einfach auf? Ja, der wird aufgekurbelt. Und der hat 15 Meter? 15 Meter. Dann zeig mal kurz, wenn du rausnimmst. Weil das ist viele Leute. Und den gibt es immer noch? Den gibt es immer noch. Und das Teil ist eigentlich bewährt. Ist auch nicht billig. Ich weiß nicht, was er jetzt kostet, aber Uni, wahrscheinlich. Ist er nicht. Aber er ist robust. Sehr schön. Also ihr habt es gehört, der Gardena C15. Denn ich selber habe noch Schläuche hinten drin, das ist nervig, weil die dauernd... So, hinten, ihr habt keine Doppelreifen. Ich habe schon gehört, Doppelreifen gar nicht gut. Überhaupt nicht gut im Gelände. Steine können sich zwischensetzen, da ist der Reifenplatzer vorprogrammiert. Und die Traktion mit Doppelreifen im Gelände ist kein Hit. Okay, das heißt, die Traglast, das muss schon passen? Die Doppelbereifung haben, werden eigentlich im Zuge einer Umrüstung auf Single-Bereifung umgerüstet. Nur das Auto kommt ja so als Single-bereiftes Auto. Verstehe. Ja, hier vorne ist noch eine Klappe. Was ist da drin? Da ist eigentlich das Aufnahmefach für 3 Wehrmachtskanister. Wehrmachtskanister? Ja, das darf man nicht mehr sagen, oder wie? So heißen die Dinger nein, ich frage nur. Das ist Spritkanister, sind das? Ja, richtig. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber die heißen offiziell WM-Kanister. Ach, da kann man ganz normale WM-Kanister reinmachen. Die schiebt man da rein. Hintereinander. Da passen hintereinander 3 Stück rein. Dann hat man 60 Liter Diesel zusätzlich am Ist das zulässig für einen Zoll? Am Zoll ist es nicht zulässig, nee. Okay. Das heißt, liebe Zöllner, wenn ihr das Video seht, da ist nichts drin. Die Dinger sind leer. Okay, genau, das wollte ich sagen. So, ihr habt ein Zusatzschloss reingemacht oder war das schon drin? Nee, haben wir reingemacht. Macht Sinn, oder? Das ist die Italien-Ausführung. Nee, Spaß. Aber dann, das macht schon ein sicheres Gefühl. Und das Schloss geht nur von innen auf? Nee. Oder von innen und außen? Ah, das heißt, ihr habt das ganz normale Campingschloss quasi. Das ist da? Das ist das normale, mit jedem Schraubenzieher zu öffnen. Und das ist das Zeiss? Das Zeiss-Schloss. Okay, verstanden. Und da vorne das Teil ist zum Einhängen? Da.
Da ist dann die... Wenn man in windgebeutelten Regionen war, dann hilft ein Campingaufsteller nichts mehr. Der reißt einen... Das war schon drin oder habt ihr das nachgerüstet? Nachgerüstet. Jetzt sagen wir mal einem Kollegen, hat der das? Nee, hat's nicht. Hat's auch. Ja. Zeig mal gerade hier vorne drin. Ja, da ist er. So, jetzt bin ich mal ganz gespannt. Deine Frau hat aufgeräumt. Der Vorname deiner Frau? Gisela. Die Gisela. Ja. Gisela, wenn du das Video siehst, wer spült denn bei euch? Ja, ich trockne ab. Sehr schön. Das war eine diplomatische Antwort hier auf der rechten. Das ist standardmäßig so. Ist Standard, ja. Weil Sie können ja nicht beide da drin rumkaspern. Einer sitzt und einer steht an der Spüle und dann ist eine Arbeitsteilung eben. Sehr schön. Da ist die Truma direkt da, wo sie auch hingehört. Und man kann hier direkt alles auf einmal ein- und ausschalten, direkt am Eingang. Ihr habt auch einen Überblick über die Batterie direkt. Ja. Batteriefüllstand. Wir haben jetzt 13,3 Volt. Es wird im Moment mehr verbraucht, als über die Solaranlage reingeht. Der Sonnenstand ist schon relativ niedrig. So, aber wir haben eine Lithiumbatterie mit 200 Ampere-Stunden hier an Bord. 200 für das kleine Fahrzeug. Ja, so, und das ist ordentlich. Sind wir ziemlich autark. Wir können eigentlich bei schönem Wetter eine Woche stehen, ohne irgendwas zu machen. Ja gut, ihr habt doch keine Riesenverbraucher, oder? Ja gut, Laptop, Fernseher. Ja, aber jetzt kein... Kameras müssen geladen werden, Telefon muss geladen werden. Es kommt schon einiges zusammen. Wir nehmen zum Beispiel zum Wasserkochen nur noch unseren kleinen Wasserkocher und gar kein Gas mehr, weil das geht so schnell und da machen sie nicht die Gasflamme für an. Ja, ich habe ja selber Lithium, das ist sehr, sehr interessant. Das ist also ein Kaffee kochen geht schnell. Das ist eine Revolution mit der Lithiumbatterie. Ne? Ja, Vorteil ist, ich glaube, man kann mehr entnehmen, gell, aus der Batterie und die ist auch stabiler. Die können bis zu 15% runtergehen auf die Entladung und haben dadurch eigentlich immer genug Strom an Bord. Also hier sieht man auch schon so die Holzverarbeitung, das ist hier alles schön verzapft. Da sieht man es an der Seite, das hat dir gefallen. Ja, und das ist das auch, was es vielleicht eben im Gegensatz zu herkömmlichen Wohnmobilen eben, was da den Unterschied ausmacht. Ne? So, das ist handwerkliche Kunst, sage ich mal, kein Pressspan, sondern Holz, richtiges Holz. Wenn du lieb ist, mal eine Schublade aufmachst. Ja, kann ich machen. Da sieht man richtig, da hat wahrscheinlich ein Schrank. Oh ja, das ist, was ist das für ein Holz? Das Ahorn. Ahornholz. Ja. Und das heißt, da war ein Schreiner dran, der hat das Schreiner gebaut. Bei B-Mobil sind Schreiner tätig, die das eben maßgeschneidert für die einzelnen Fahrzeuge machen. Klar ist das hinterher dann auch, wird das mit Schablonen vermutlich irgendwie gemacht, aber es ist handwerkliche Arbeit halt. Ne? Also keine Spanplatte, die furniert wird. Nein. Keine folierte Platte, es ist Holz. Ich zeig mal gerade so kleine Details. Das hier ist auch mit mit einem kleinen Nägelchen ist das hier richtig schön vernagelt, ja. wie man das macht. Ja. Richtig. Das ist ja klar, es muss ja auch halten. Also wenn du eine Rüttelpiste fährst. Ja, ist richtig. Es hält auch. So, und was da springt auch keine Klappe auf. Diese Pushlock-Schlösser sind sehr pistenfest. Es sei denn, man macht sie nicht zu. Ne? So, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Wenn du mich mal kurz noch ein bisschen nach hinten lässt, dann kann ich es ein bisschen mal ganz zeigen. Genau, geh mal kurz in den Eingang. Das ist normalerweise im Wohnmobil hinten das Bett. So, also in weißer Ware. Das ist normalerweise das Bett. Das ist hier die Rundsitzgruppe. Die man auch umbauen kann? Kann man die umbauen? Kann man zum Bett umbauen, weil Leute, die noch ein Kind mitnehmen und so weiter, könnten da noch 1 bis 2 Kinder ein Bett bauen. Das wäre möglich, aber wir haben ja hier das große Bett hier oben. Warte, ich zeige das mal gerade. Ich drehe mich mal um. Und das ist wirklich riesig. Ihr kommt da gut hoch? Ja, das ist hervorragend gelöst. Warte. Das sind auch so kleine Sachen, die B-Mobil sehr gut bedacht hat. Gefällt mir. Man braucht also gar keine Leiter. Da kommt eine Trittstufe runter. Und die ist stabil, gell? Die ist so stabil. Ist bequem zu gehen, also kein Problem. So, das zeige ich mal gerade. Denn wichtig ist ja auch Barrierefreiheit. Man wird ja nicht jünger, oder? Man wird nicht jünger, aber diese Treppe, die ist unproblematisch zu besteigen. So, man schläft gut auf der Matratze? Man schläft gut, sehr gut. Die ist dieses Foley-System punktgenau gefedert. Die Matratzen sind gut, also einwandfrei. Die Breite des Bettes ist knapp 2 Meter und die Länge auch. Stark. Das heißt, man schläft mindestens so gut wie zu Hause? Mindestens so gut, ja. So, das teuerste habt ihr oben gelagert? Ja, in Corona-Zeiten immer Gold wert. Nee, Spaß beiseite. Da oben ist der Laderegler Solar. Ja. Solar ist auch eine Revolution. Ne? Das wird immer besser. Ja, wird immer besser. Und wir haben jetzt hier 140 Watt auf dem Dach.
Ich will eventuell noch eins dazu tun, um noch autarker zu sein. Aber eigentlich reicht es schon. Scheint ja nicht immer die Sonne. Das heißt, dass ihr auch laden könnt, wenn es mal ein bisschen bewölkt ist. Wir fahren jetzt auch mittlerweile öfter, also im Kaltwetter, also im Winter, in richtigen Winterlagen los. Und man kann da nie genug von haben eigentlich von Strom. Ihr könnt hier durchsteigen ins Haus? Wir können hier durchsteigen, wir machen es aber nicht. Nee, bitte. Weil, nee, wir machen es auch üblicherweise nicht, weil es einfach... Ihr könntet aber. Nur die Not, aber hier kommt man Genau, durch. das heißt also, wenn ihr mal so steht, dass man schnell mal weg muss, kann ja mal passieren, dann kann man zumachen. Hier ist auch ein richtiges Schloss drauf. Das heißt, bis hier jemand mal drin ist, da braucht man Gewalt. Ja, und das ist auch wichtig. Dass die Leute schon sehen, oh, da ist ein Schloss drin. Das heißt, also notfalls könnte vorne einer einbrechen. Ihr seid hier immer noch abgeschlossen. Ja, und es geht ja nicht nur auf dem Campingplatz an die Adria oder sonst wo, da geht es eigentlich gar nicht hin. Es geht ja in Länder, die auch teilweise ein bisschen Risiko beinhalten. So, und das heißt, ihr habt Komfort im Auto. Du hast eine Automatik? Automatik, ja, das Auto gibt es nur mit Automatik. Weil eine Automatik im Gelände ist eigentlich das Feinste oder Beste, was es gibt. Ist ein Wandler drin, Wanderautomatik? Ja, ist eine Wandlerautomatik, also Vollautomatik. Ne? Okay, das bedeutet, also der hat richtig Drehmoment, kann der aufbauen? Drehmoment, richtig. Hat 3 Differentialsperren, hat eine Untersetzung und ist eigentlich im Gelände sehr, sehr gut ausgestattet. So, da vorne hast du eine Go-Box drin oder sowas Ähnliches. Das heißt, wenn du mal unterwegs bist, hat ja mehr wie 3,5 Tonnen. Das da ist die Rückfahrkamera. Nee, oben das Blaue. Das ist eine Go-Box, ja. Der hat über 3,5 Tonnen, hat 4,3 Tonnen. Und da ist im Nachbarland Österreich die Go-Box obligat. In der Schweiz gibt es ja jetzt so eine App, habe ich heruntergeladen für meins, wo man sich so Tage ziehen kann. Ja. Das heißt, man muss sich schlau machen, ist das schlimm? In der Schweiz ist zum Beispiel für uns, bislang war es so, wir haben uns die Schwerlastabgabe geholt. Ja. Die ist natürlich beim Durchfahren günstiger als die Vignette. Ja. Die Vignette gilt für ein Jahr und die Schwerlastabgabe, ich weiß es jetzt gar nicht, eine Woche gilt die und dann kann man die Wochentage einzeln eintragen, gilt auch für ein Jahr. Ist also genau das meinte ich. Man zahlt um die 30 Euro für ein Jahr. So ist es. Und ich habe dann 9 oder 10 Tage Möglichkeit, die Schweiz zu bereisen. Genau. Das gibt es jetzt als App, wollte ich Ihnen nur sagen, ja. seit einem Jahr. Ja, mag kann man eintragen, habe ich mal gemacht. Das ist schön, weil den Papierkram, den man da ganz hat, man muss dann halt nicht mehr anhalten. Ich zeige mal ein kleines schönes Detail, also für alle Verliebten in die Qualität vom Bimobil. Das Fenster hast du auch ändern lassen oben? Das Fenster ist geändert. Hier sind normalerweise diese Mini-Hekis drin. Die haben uns aber auf Dauer wahnsinnig gemacht, weil die laufen klappern und Windgeräusche erzeugen. Also das Öffnen dauert auch relativ lange, wenn man es aufmacht. Es ist auch, also meiner Meinung nach, ich sage das jetzt mal ganz salopp, die Bedienmimik eines Heki erinnert mich immer an recycelte Joghurtbecher. Heki ist Kurbeln, richtig? Ja, nee, das war nicht das. Achso, das war das mit so einem großen Griff. Aber wenn Sie die Griffe da schon. Das knarrt und. Knarzt. Und wie ist das hier, die Bedienung? Outbound-Fenster. Was sind das? Outbound-Fenster. Habe ich eben gefilmt, aus Holland. Ein holländischer Lieferant. Sehr hochwertig und. Die machen die weltweit. Also die Frau, die habe ich eben gefilmt, die steht da vorne. Die stehen da drüben, ja. Die war da. Das heißt, die funktionieren gut? Sehr gut. Okay. Und das bleibt an jeder Position bleibt es stehen? An jeder. Sag mal. Ah, klasse. Und da vorne hast du einen richtigen Griff dran. Und zum Beispiel, das ist die Regenposition oder Sturmposition und dann ist eine Zwangsentlüftung oder Belüftung immer gegeben. Sag mal, das große Thema Gas. Leute haben mir erzählt, die leiten Gas ein. Jetzt habe ich niemanden gefunden, die sagen zwar alle, sie hätten Gas gehabt, aber keiner kann irgendwie, also und der ADAC sagt, das gibt's gar nicht. Was meinst du jetzt? Gas durch Fremdeinwirkung? Gas durch Fremdeinwirkung, die ist nee. Ich meine, du bist ja viel unterwegs. Also uns ist das noch nie passiert, aber wir haben solche Sachen auch gehört. Aber wir haben zum Beispiel keinen Gaswarner hier drin. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur leichtsinnig. Viele haben das. Man kann ein Gaswarner, der geht dauernd so los, also die ganze Zeit. Also wir haben ihn nicht und wir hatten bisher aber auch da noch keinen Grund, den einbauen zu lassen. Nur wenn man sowas mal konkret aus dem Freundeskreis gehört hat, wird man sowas natürlich eher machen. Ne? Du darfst mir mal einen großen Gefallen machen, wenn du mal so lieb bis hinten das Fenster mal aufmachst. Ja. Denn das ist ungewöhnlich, dass ein Wohnmobil oder ich sag mal ein Reisemobil, und wenn du mal gerade ganz hoch machst, ich will euch mal nämlich mal was zeigen, wie schön man hier rausgucken kann. Ja gut, das ist eigentlich eine Spezialität von Bimobil. Bimobil legt großen Wert auf einen hellen Rundumblick. Viele sagen, man kann da geteilter Meinung drüber sein. Die Einbruchsgefahr wird mit jedem Fenster größer.
Aber das Auto ist hoch vom Boden weg, also aus dem Stand heraus kommt hier so schnell keiner rein. Du brauchst eine Leiter, musst du Du musst anstellen. eine Leiter haben oder einen Stuhl bei haben, du kommst hier schlecht rein. Es geht ja um Leute, die Standardmobile aufbrechen. Ich sag mal, der Fiat Ducato, den machst du dir auf, wenn das Blech nicht habe ich gehört, in 5 Sekunden. Und das hier, das ist schon wieder, weißt du, musst du hoch, musst du rein. Da ist noch ein extra Schloss drauf. So, und du weißt nicht, Mercedes-Benz, die haben vielleicht ein bisschen mehr Geld, da ist doch eine Alarmanlage drin. Ja, sind alles so kleine Kriterien vielleicht, die da relevant sind. Aber dir ist noch nie was passiert. Nein. Und ehrlich gesagt, ich persönlich finde es schöner, nicht nur wenn ich 2 Luken hier im Auto habe, wo ich mal nach da oder nach da gucke, So Guckfensterchen. sondern eben hier einen hellen Platz habe. Denn man ist ja nicht nur bei Sonne unterwegs. Ist ja so, dass der Alkoven normalerweise, der ist ja dunkel und der hat ja 2 hinten Fenster nichts. sind drin. Und nee, das weiß ich ja, aber ich sag mal, vorne raus kannst du ja nie rausgucken. Nein, Das ist ja so. das macht ja So, auch Sinn. dafür hast du aber richtig hinten jetzt Platz. Ja, Toll. das macht ja auch Sinn. Weil wenn da oben jemand schlafen möchte schon, der hat ja im Prinzip hat er da oben sein Reich für sich. Und hier hinten kann man dann noch wunderbar sitzen. So, das Wichtigste in diesem Auto ist die Glocke. Was kann die? Das ist einfach nur ein Gag. Wir hören diese Glocke beim Fahren sogar vorne im Fahrhaus Mach mal. bimmeln. Ich will die einmal bimmeln hören. Aber was hat die für einen Sinn? Überhaupt kein. Auch keinen. Das heißt, dass ihr wisst, dass er noch lebt, oder? Vielleicht, wenn meine Frau mal länger schläft, damit mache ich sie dann wach oder so. Ihr seid aber jetzt nicht irgendwie so Schiffsfans, oder? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Aber die habe ich mir tatsächlich mal aus einem Besuch, ich glaube in Wilhelmshaven, aus einem Museum mitgenommen. So, und da hast du dein schönes Bimobil zerstört mit 3 Da Schrauben. habe ich 3 Schrauben reingedengelt und ja. So, sei es dir vergönnt. Das ist übrigens auch interessant. Diese kleinen Halter, die kann man kaufen in Zubehör. Sind die gut? Die sind gut eigentlich. Die haben sich sogar Pisten bewährt. Die fallen meistens wirklich nicht raus. Die sind so stramm, dass sie auch eine Piste überstehen. Kennt man nur normal aus der Duschkabine. Ja. So, du bist fast erlöst. Jetzt, ich verwechsel dauernd deinen Vornamen. Du bist Reinhard. Ja. Ich zeige mal gerade, wo wir sind, damit wir mal wissen. Wir sind nämlich auf der 4x4 Rheinwahl. Da ist sie. Das ist eine Messe, die gibt es noch nicht so lange, oder? Ich glaube jetzt im 2. Jahr. Ja, die ist voriges Jahr zum ersten Mal gelaufen. Ich glaube aber in einem anderen Monat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es war im Frühjahr. Du warst da? Da waren wir nicht, nein, da waren wir unterwegs. Und wir haben dann den Veranstalter hier auf einer kleineren Messe bei uns im Rheinland kennengelernt und hat gesagt, kommt da beim nächsten Mal vorbei. Und das haben wir hiermit getan. Und, wie ist der erste Eindruck? Ihr seid seit heute da? Ja, wir sind seit heute Vormittag da und der erste Eindruck ist gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass in Corona-Zeiten so viele Autos sich hier eingefunden haben. Es ist ganz nett und gut. Die Messe hat noch viel Luft nach oben, was Aufbau betrifft. Da sind längst nicht alle da. Gut, jetzt, es war für viele ja unsicher. Genau. Ich meine, du hast jetzt die Karmann Expo, die ist ja auch nicht richtig ausgelastet. Genau, daran liegt es auch überwiegend. Aber man vermisst noch einige namhafte Offroad-Aufbauer. Welche zum Beispiel? Bocklet zum Beispiel fällt mir gerade spontan ein oder da gibt es noch einige andere. Liebe Bocklet, du bist auch nicht bezahlt von denen, dass du die jetzt anlocken sollst? Nein, um Gottes Willen. Bocklet macht gute Autos und die machen sehr gute Aufbauten, nur in einer ganz anderen Preisliga. Da ist Teurer? Ja, wesentlich teurer. Okay, ich dachte, Bimobil wäre schon. Du hast mir erzählt, es geht so los bei, ich sag mal, 150 kriegt man so ein Auto, wenn man es noch kriegt, oder? Wenn man es noch kriegt. Ich bin jetzt mit den aktuellen Preisen, dieses Auto gibt es so nicht mehr, wie gesagt. Aber der Werterhalt, das ist ein mega Thema. Bimobil sind gesucht? Sind sehr gesucht. Insbesondere natürlich jetzt, da ist jetzt ein Glücksgriff in Verbindung mit dem G-Modell. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? So, komm, wir gehen nochmal raus. Ja. Deine Frau, die wartet schon auf dich. Und ja, hier ist die Treppe, ja 2 Stufen. Ihr habt aber keine Hubstützen, das heißt, die Nivellierung geht dann so. mit Auffahrkeilen dann. Notfalls ja. Verstanden. So, Aber das den heißt, braucht man meistens gar nicht. so, die Watttiefe ist ordentlich. Bis 60 bis 80 Zentimeter. Ja, habt ihr es mal gebraucht? Ja, in Island. Island, da fährt man durch Flüsse. Ja, Gletscherflüsse, ja. Das war aufregend? Aufregend, ja. Was heißt aufregend? Aber es ist schon eine spannende Geschichte, wenn das Auto dann, ich sag mal, so bis Oberkante hier dieser Kotflügelverbreiterung ins Wasser taucht. Und eine Das ist was Neues. Das ist was Neues. Eine Bugwelle. Ja, eine Bugwelle darf eigentlich nicht entstehen, weil ein Überschwappen ist möglichst zu vermeiden bei solchen Fahrten. Ne?
Ja, man weiß ja nie, was noch in den Motorraum kommt. Und Richtig. Er hat zwar einen Schnorchel, der also den Motor wasserfrei halten soll, aber trotzdem, es wird einem anders, wenn das Wasser über die Haube spült. Ne? So, dann sag nochmal den Namen von dem Mobil ganz genau. Das heißt wie? Ist ein EX328 Ja. auf der Basis von einem 300 CDI Mercedes-Benz. Ja, Euro 5, du hast eine grüne Plakette, da vorne ist sie dran. Ja. Und was ganz wichtig ist, ihr wart 2014 in Island. Da ist das isländische, was ist das? Ja, die Steuerplakette, wie lange man sich aufhalten darf, wann man eingereist ist und die Limitierung halt. Cool. Also ich bin ganz begeistert. Einmal, da ist er, in Sand, nee, wie war das? Wüstensand und einmal in Schwarz, Silber, Metallic, praktisch gleiche Ausführung in Grün. Und ich zeige Ihnen auch mal von hinten, wie schön er aussieht. Also ganz dezent, könnte auch ein, wenn da jetzt ein Fiat Ducato vorne drauf wäre, da würde er gar nicht auffallen. Ja? Aber so mit dem G-Modell ist schon stark, oder? Ja, es hat was. Hat was. Es hat was, ja. Muss man ehrlich sagen. Ich danke dir recht herzlich und Ja, Gruß gerne. noch an deine Frau, Vorname. Mach ich, Gisela. Gisela, ich grüße dich herzlich, du bist dabei. Guck dir deinen Mann an, er hat es gut präsentiert. Tschüss. Tschüss.